Ihr wollt wissen, warum die Gesellschaft gerade den Bach runtergeht, warum alles beschissen ist, warum Männer keinen Bock mehr auf Frauen haben. Warum sollten Männer auch überhaupt noch ein bisschen Bock auf Frauen haben? Warum? Erklärt's mir. Für ein bisschen, für diese Scheiße sich den ganzen Stress antun? Ich glaub's nicht. Da werden immer mehr Männer aussteigen, immer mehr Männer realisieren, was für ein Deal sie eingehen, immer mehr wach werden, was Frauen da draußen eigentlich abziehen. Und ich habe mich lange zurückgehalten, so darüber zu denken, so darüber zu sprechen, aber ich kann es einfach nicht mehr drin halten. Ich habe gerade ein Video gesehen, mehr gehört von einem jungen Herrn, der in seiner Schulzeit eben auch etwas erlebt hat, was der Hammerschlag für die meisten Männer da draußen ist. Dass irgendeine Frau daherkommt, mit der er zusammen war, ist und irgendwann geht's zu Ende und diese Frau stellt dann irgendeine Behauptung in den Raum von wegen, was auch immer dieser Mann an ihr gemacht haben soll. Irgendeine falsche Behauptung, die schwuppsdiwupps falsch dargelegt, ausgelegt wird und das Leben eines Menschen von jetzt auf gleich auf den Kopf stellt, wenn nicht sogar zerstört. Ich habe mir das Video angesehen. Der Kerl, dem das geschehen ist, lass den mal 18 sein, 19 sein, keine Ahnung, ziemlich jung noch. Und dann hast du eine Frau, die im Crepe unterstellt und er wusste ein Jahr lang nichts davon, was da überhaupt abgeht. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist mit dieser Frau Schluss zu machen. Und weil diese nicht damit klarkam, muss sie so einen Scheiß da verzapft haben, dass ein Leben von einem jungen Herrn zerstört wird, der keine Ahnung hat, was das Leben überhaupt ist. Aber bevor es überhaupt anfängt, ist es vorbei. Und immer mehr Männer wachen eben auf und sehen, was passiert und was Frauen behaupten da draußen. Und das wird letztendlich auch der Grund sein dafür, dass diese ganze Bewegung von Frauen zusammenbrechen wird, weil viel von dem, was gesagt wird, behauptet wird, einfach auf wackeligen Füßen steht. Und wenn Frauen einfach ihre Macht missbrauchen und lügen, aus welchen Gründen auch immer sie das tun, zerstören sie selber das, was vielleicht als gute Bewegung mal angefangen hat. Und für Frauen, denen dann wirklich Scheiße geschieht, denen glaubt dann irgendwann niemand mehr, weil immer mehr Fälle von Männern rauskommen, deren Leben zerstört wurde, weil irgendeine Frau sich hingestellt hat und wieder mal irgendwas behauptet hat, was nicht stimmt. Warum? Die Hintergründe? Keine Ahnung. Es ist einfach diese Zeit hier, in der Frauen alles sagen können und denen wird geglaubt. Und du als Mann kannst nichts machen. Dir sind die Hände gebunden. Dir sind die Hände gebunden und dir wird nicht geglaubt. Und die Menschen, die wollen dir auch gar nicht glauben. Die wollen jemanden haben, über den sie reden können. Sie wollen lästern, gossipen, wie auch immer. Wie in einem schlechten Film. Hauptsache, man hat endlich jemanden gefunden, der das gemacht hat, was man all die Jahre gepredigt hat, was nicht gemacht werden darf.
was an den Pranger gestellt werden muss. Und je mehr Fälle davon rauskommen und sich als unwahr herausstellen, desto unglaubwürdiger werden Frauen und damit diese ganze Bewegung, die damit einhergeht. Und das ist der Grund, warum ich hier diesen Kanal aufgemacht habe, weil es nicht nur diese Hoffnungslosigkeit im Daten ist, nein. Es ist auch einfach die Hoffnungslosigkeit darin, überhaupt eine Frau zu finden, die irgendwie noch halb normal im Kopf tickt und nicht dieser ganzen Propaganda da auf den Leim gegangen ist. Und ich kann euch versprechen, irgendwann, wenn diese Frauen 40 sind, dann vielleicht, dann werden sie realisieren, oh, wo sind all die guten Männer hin? Es kann doch nicht sein, dass ich bis zum Lebensende allein bleiben muss. Doch, doch, die guten Männer, die hast du abgeschossen. Du hast Lügen über diese verbreitet. Die wollen dich jetzt nicht mehr. Sie wollten dich all die Jahre, all die Zeit, in denen du noch fertil, jung und gut aussehend warst. Aber jetzt, wo du abgelaufen bist, aber eben noch denkst, du wärst Kleopatra auf ihrem Throne, vergiss es. Da sind wir, da sind wir sowas von raus. Und es ist beruhigend, dass immer mehr Männer eben wach werden und eben sehen, dass sie all die Jahre geschuftet haben für etwas, bei dem sie nicht gewinnen können und das auch nur machen, um diese feminine, weibliche Bestätigung zu bekommen. Für Scheiße. Ihr fragt euch Frauen, warum ihr nicht mehr angesprochen werdet draußen. Ihr fragt euch, warum keine Männer mehr in den Bars und Clubs abhängen, wo ihr sonst immer eure Getränke ausgegeben bekommen habt. Das sind die Gründe. Wir sehen, was geschieht. Wir sind nicht dumm. Wir sind vielleicht etwas primitiv, okay. Aber wir können denken. Wir können sehen, wir beobachten und eben unseren Schluss daraus ziehen, wie wir damit umgehen. Und wie wir jetzt damit umgehen, das wird noch sehr viel krasser für euch werden. Und ich weiß nicht, wie ihr da den Kahn nochmal umdrehen könnt. Vielleicht geht mal mit dem Jungen aus, mit wem auch immer, der da an eure Tür geklopft hat. Vereinbart mal ein Date. Schlaft mal mit ihm, verdammte Scheiße. Kann's denn so schwer sein? Nein! Stattdessen geht ihr mal lieber zu Chat oder wie sie alle heißen und lasst euch von dem durchrammeln. Ist ja nicht so, dass der schon 4, 5 andere von euren Freundinnen durchgenommen hat und er sich nicht wirklich entscheiden kann für eine Frau und nicht braucht. Und ihr denkt wirklich noch bei einem anderen landen zu können, wo wir die ganze Zeit beobachten, mit wem ihr abhängt? Vergisst es. Nicht mit mir, nicht mit anderen. Vielleicht mit ganz viel Glück. Vielleicht mal für eine Nacht oder 2, aber heiraten, vergisst es. Da sehen wir keinen Grund mehr zu. Und die Männer, die jetzt noch daran denken, da habt ihr vielleicht noch Glück, einen Dummen zu finden. Und wenn er vielleicht nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wird er dann auch noch einen Ehevertrag machen und dann wird alles auch fair und gerecht geteilt werden. Aber wie es gerade scheint und aussieht, wird es selbst dahin nicht mehr kommen. Das ist die Welt, für die ihr euch entschieden habt. Das ist die Welt, die ihr wollt. Das ist das, was ihr bekommt.
Und ich kann genau mitfühlen mit diesem jungen Herrn. Ich werde das Video übrigens hier unten verlinken, was ich mir gerade angesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich da drauf reacten soll oder sonst irgendwie ein Video draus machen soll. Es hat schon fast 200.000 Klicks und ist auch ein amerikanisches Format. Es wird Englisch gesprochen. Ich weiß nicht, ich traue euch allen schon zu, dass ihr Englisch versteht. Definitiv. Aber ich finde es doch irgendwo auch seltsam, als Deutscher englische Formate Video zu kommentieren. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht mache ich's, vielleicht auch nicht. Ich guck's mal. Vielleicht lasse ich das auch einfach so stehen, ohne irgendwas zu verlinken und zu vernetzen. Aber das hat doch schon viele Gefühle in mir ausgelöst und ich werde auch nochmal separat ein Video zu erstellen. Auf jeden Fall mein Beileid für alle Männer da draußen, denen so etwas geschieht, dass sie durch so etwas gehen müssen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie vielleicht auch kurz vorm Suizid stehen wegen falschen Behauptungen, die in den Raum geworfen werden und dann eben von Menschen so gehandhabt werden, dass sie ihm auch keine Chance mehr geben, sich erklären zu können, sondern alles direkt so annehmen, wie es ihnen präsentiert wird. Aber auch nur ein kleines Symptom von dem großen Ganzen. Wir nehmen ja alles hin, was uns präsentiert und gezeigt wird. Wir sind alle dumm und lassen uns lenken von den Mächtigen und Großen da draußen, von denen, die die Fäden in den Händen halten, ohne dass wir uns eigene Gedanken darüber machen, ob das, was da uns gerade präsentiert wird, richtig ist, wahr ist. Und wir nehmen es einfach so hin, ohne mal selber den Kopf einzuschalten und zu sagen, jetzt ist auch mal Schluss damit. Und genau aktuell findet da ein Umdenken statt. Wie sich das Ganze äußern wird, ich kann es euch nicht sagen. Ich denke, es wird in einer großen Resignation enden. Vor allen Dingen von Männern, die immer weniger leisten wollen, nicht mehr einsehen, warum sie überhaupt noch leisten müssen, zurückschrauben. Und für Frauen wird es sehr schlecht aussehen, weil diese sich in einer Welt wiederfinden werden, in denen sie auf einmal diejenigen sind, die leisten, in denen sie auf einmal zu den Männern mutiert sind, die sie eigentlich begehren. Eine Welt, in der sie auf einmal keinen Mann mehr finden, mit dem sie ein Leben leben können. Ja, ich weiß, ihr könnt eure Eier einfrieren lassen, ihr könnt irgendwann auch noch mit 40 und 50 Kinder bekommen. Alles klar, haben wir alles gesehen. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, ein Kind aufzuziehen ohne Vater, ohne väterliche Struktur. Und dann will ich das Kind auch mal sehen, irgendwann im jugendlichen Erwachsenenalter, wie es mit diesem Leben hier klarkommt. Weil ich kann euch sagen, es wird nicht klarkommen. Es wird bodenlos untergehen. Und ich wünsche euch allen, dass ihr Männer bekommt. Frauen werden es immer gut haben. Denen wird alles geschenkt, alles gegeben, ohne dass sie viel dafür machen müssen. Männer jedoch müssen sich aufbauen. Wir brauchen
Struktur, wir brauchen einen Vater, der uns zeigt, wie es geht. Am besten ein Vater, der stoisch ist, der die Richtung kennt, der weiß, durch welche Schmerzen man durchgehen muss als Mann, um dorthin zu kommen, um eine Frau führen zu können. Aber das Ding ist, die wollen ja auch alle gar nicht mehr geführt werden, weil sie denken, sie sind unabhängig. Ja, unabhängig vielleicht jetzt vom Mann, aber dafür umso abhängiger von ihrem Boss und damit letztendlich von der endlosen Geldmaschine. Die Tretmühle. Die Zukunft sieht definitiv nicht rosig aus und wie ich schon so oft gesagt habe, wenn eine Seite verliert, verlieren beide Seiten. Und wenn Frauen wirklich denken, sie gewinnen, verlieren sie in Wirklichkeit. Größtenteils haben wir Männer gecheckt, was gerade abgeht. Na, vielleicht nicht größtenteils, aber wir sehen, was geschieht und wir können es auch nicht mehr eindämmen. Wir können jetzt nur noch drüber reden und philosophieren, aber da gibt es ein Buch und da steht drin, dass eine Gesellschaft, in der Frauen auf einmal die Kontrolle übernehmen und nicht mehr unterdrückt werden, auf einmal zu diesem Punkt kommt, wo eben diese Frauen die größte Gewalt und Macht haben. Und da sind wir schon fast. Und in dieser Zeit leben die sich aus, eskalieren, leben sich freizügig aus und irgendwann kurz danach kommt halt der abrupte Abbruch und das Ende dieser Gesellschaft. Und das, was in diesem Buch wohl auch gesagt wird, ist, dass Frauen sich immer so verhalten haben, dass sie eben frei sein wollen, nicht unterdrückt und eben gegen das Patriarchat kämpfen. Dabei ist genau jenes das dann gewesen, was eben versucht hat, diese zerstörerische Natur irgendwie zu bändigen. Und jetzt, wo diese Struktur zerbrochen ist, wird es auch kein Zurück mehr geben, bis es dann zum wirklichen Survival kommt. Und bis das kommt, weiß ich nicht, wie lange das noch dauern wird. Vielleicht sind wir auch schon mittendrin. Man. Gerade habe ich schon extrem viele Emotionen gefühlt, die ich auf diese Art und Weise einfach rausgelassen habe. Wie das jetzt mit dir resoniert, das werde ich dann in den Kommentaren sehen. Aber take it oder auch nicht. Ich weiß nur, dass Männer aktuell definitiv den Kürzeren ziehen und mehr Männern sehr viel Unrecht geschieht, was von Frauen verursacht wird und wir können eben nichts dagegen tun, weil believe all women. Und es ist doch verrückt, dass wir auf einmal von so vielen Fällen hören, in denen eben die Frau nur irgendetwas erzählt hat, was sich im Endeffekt als Lüge dann herausstellt und so viele Männerleben zugrunde gehen deshalb. So viele Männer, von denen wir gar nicht wissen, dass sie eben
sich den Garaus gemacht haben oder sich überlegen, das zu tun. Und wenn du vielleicht jemand bist, der an diesem Punkt ist, ich kann dir nur sagen, das Leben ist viel zu schön, um es zu beenden. Ich war selber mal an diesem Punkt, an dem gar nichts mehr Sinn gemacht hat. Und wie gesagt, das Eisbaden hat mir wirklich sehr stark geholfen, da zu bleiben und eben mit diesem Schmerz zurechtzukommen. Nicht nur Eisbaden, natürlich auch Kambo. Falls du davon noch nie gehört hast, informier dich. Vielleicht findest du einen Kambo-Practitioner irgendwo bei dir in der Nähe. Das ist definitiv auch ein Weg, um sich nochmal von viel Schmerz zu lösen. Ich will dir nicht sagen, dass du irgendeine Hotline anrufen sollst. Bei mir haben eben wirklich praktische Dinge geholfen, wie sich eben wirklich hart nochmal mit den Elementen verbinden und in meinem Fall auch mit dem Froschgift, dem Kambo. Und es ist eben auch keine Trenderscheinung dieser Zeit. Nur weil andere das machen, solltest du das machen. Das solltest du wirklich auch nur dann machen, wenn du es fühlst und wenn du denkst, jetzt kann es mir was helfen oder jetzt brauche ich das. Und ich kann dir versprechen, es wird was mit dir machen und es wird dir helfen können, über dunkle Zeiten hinwegzukommen und Dinge loszulassen, die dich belastet haben und belasten. Natürlich kannst du mir weiter zuhören oder anderen Channeln folgen, aber du musst eben auch anfangen, bei dir selber zu arbeiten und dich nicht nur von Stimmen wegtragen zu lassen, wegtragen vom Schmerz oder dich zu betäuben eben. Ich habe noch keine Erfahrung mit Ayahuasca gemacht. Das ist ja wohl auch eine sehr heilsame Erfahrung, die von vielen berichtet wird. Aber ich kann euch sagen, ich bin nicht mehr weit entfernt von solch einer Erfahrung. Vielleicht schon im nächsten Jahr, spätestens im darauffolgenden, ist es schon auch etwas, was mich stark am Rufen ist, mittlerweile wieder. Und das machst du auch nicht nur einmal, das machst du öfter. Solche Erfahrungen sind auch nicht mal gerade so gemacht, sondern da bedarf es einer gewissen Vorbereitungszeit, einer strikten Ernährung, damit du eben auch möglichst fein durch solch eine Erfahrung schreiten kannst und dich eben in einem Raum aufhältst, in dem du dich auch wohlfühlen kannst. Das ist enorm wichtig bei solchen Arten von Reisen, dass man da eben mit einem guten Mindset auch reinstartet und das jetzt auch nicht nur macht, weil dir das irgendjemand im Internet gesagt hat, das zu tun, weil davon gibt es halt leider auch viel zu viele Leute da draußen, die einem sagen, was richtig und falsch ist, was du tun sollst, was nicht. Und ich bin ja auch eine davon. Aber im Gegensatz zu vielen anderen da draußen bringe ich eben Erfahrung mit und auch Respekt allem gegenüber, was ich da vorschlage und sage. Ich sage das nicht nur, um Klicks und Likes und was auch immer zu generieren. Ich weiß, dass das mir geholfen hat und ich weiß, dass es dir auch helfen kann. Deswegen sage ich das auch, weil ich davon überzeugt bin.
Und ich verdiene damit kein Geld. Das ist das Traurige und vielleicht auch das Wichtige. Weil wenn erstmal Geld irgendwo involviert ist, dann, ja, ist da auch wieder ein gewisser Druck dahinter. So, wir sind immer noch nicht bei der ersten Station angekommen. Ich weiß nicht, ob ich eben geblitzt wurde. Ich wurde auf jeden Fall einmal überholt und er wurde definitiv geblitzt. Ich habe noch auf die Bremse drücken können, aber jetzt auch keine Vollbremsung, ist ja klar. Lassen wir uns mal überraschen.